Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Sneagle Design der Specialist Pack 30 Liter. Eins vorab, um hier ein bisschen die Verwirrung rauszunehmen. Sneagle Design hat in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen an den Größen geschraubt. Es gibt auch noch mal ein Sneagle Design 25 Liter und ich glaube auch ein 35 Liter. Also die sind da so ein bisschen im Unklaren, welches jetzt die aktuelle Version ist. Wir haben jetzt hier den 30 Liter und dazu passend gibt es auch noch mal den 40 Liter. Also das sind im Endeffekt die beiden Specialist-Rucksäcke, die es in verschiedenen Größen gibt. Das wäre nur wichtig zu wissen, wenn ihr euch noch weiteres Zubehör kauft, denn da gibt es einiges dafür. Die Idee dahinter ist, bei den Specialist-Rucksäcken einen Rucksack zu haben, der eben, wie der Name schon sagt, spezialisiert ist. Sneagle Design hat ganz normale Rucksäcke, die für den Kampfeinsatz gedacht sind, also ähnlich wie Berghaus und wie sie alle heißen, die einfache Packsäcke sind, aber eben auch hier diese Rucksäcke, die wirklich von der Aufteilung her für spezielle Aufgaben geeignet sind, wie zum Beispiel Medic oder IOD oder Funkausrüstung, was auch immer. Also wenn es verschiedene Tätigkeitsfelder gibt, wo so ein Rucksack gebraucht wird, ist der Specialist Pack in verschiedenen Größen für euch verfügbar. Der hier ist jetzt, wie gesagt, 30 Liter, hat in der Größe 48 cm, 32 cm in der Breite und 16 cm in der Tiefe. Wir haben hier einmal auf der Front komplett Molle, klassisches Molle. Die Farbe ist übrigens Steingrau-Oliv. Wenn man das mal mit Berghaus vergleicht oder auch mit Tasmanian Tiger, das sind beides Farben, die eher ins Grünliche gehen bei Steingrau-Oliv, und bei Sneagle Design geht es mehr ins Gräuliche, lässt sich aber auch sehr gut mit Ranger Green kombinieren. Ja, also nochmal von vorne. Auf der Front einmal Molle und hier im oberen Bereich habt ihr nochmal ein Klettfeld für Patches. Die Front selbst ist so aufgebaut, dass ich hier zwei Taschen habe, die auch nochmal zusätzlich an den Seiten hier mit Kompressionsriemen zusammengezogen werden kann. Die Besonderheit hier bei den Kompressionsriemen ist, das sind die neuen Verschlüsse von Sneagle Design, die Männchen und Weibchen in einem sind, und die ergeben dann auch wieder in Kombination mit zum Beispiel dem großen 100-Liter-Rucksack die Möglichkeit, den Pack vorne dran zu schnallen von vorne und damit eben dann auch das Ganze zu koppeln. Bei Sneagle hat man auch immer ein Ordnungssystem mit dabei in Form eines Klettverschlusses. Das heißt, überschüssiges Gurtmaterial kann hier immer sauber aufgerollt werden. Bleiben wir gleich auf der Seite. Hier haben wir eine Molle-Schlaufe in der doppelten Breite, würde ich sagen. Das heißt also eigentlich zwei Reihen Molle, die man hier nutzen kann, aber eben nicht abgenäht. Das heißt, hier passen auch dann etwas breitere Gegenstände durch. Auch der Boden kommt mit Molle, um eben auch von unten noch anbauen zu können. Und im oberen Bereich findet ihr nichts, so wie sich das gehört, außer zwei Öffnungen, die ihr nutzen könnt für Kabel oder Schläuche. Der Rucksack hat auch noch mehr Öffnungen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir ins Innere gehen. Gehen wir einmal zum Tragesystem. Hier habt ihr einmal auf der einen Seite einen ordentlichen Carry-Handle und hier einen gepolsterten Mesh-Bereich mit dem Sneagle-Logo eingearbeitet. Das Ganze ist jetzt quasi so gepackt, dass man den Rucksack sehr gut im Fahrzeug auch laden kann. Das heißt, die Tragegurte sind verstaut, denn hinter dem Mesh-Bereich habt ihr hier einen Stauraum, der genau dafür gut ist. Der würde sich übrigens auch gerade im Medic-Bereich eignen, um da zum Beispiel eine Halskrause oder ähnlich große, flache, sperrige Gegenstände unterzubringen, denn der Platz hier wäre gegeben. Da ist übrigens bei dem Feld hier vorne schon im Mesh-Bereich ist hier nochmal eine Aluminiumstrebe eingearbeitet, die das Ganze nochmal ordentlich strukturiert. Also man kann den Pack nicht durchdrücken. Das wäre hier auch nochmal für den besseren Komfort mit dabei. Machen wir einmal die Träger zusammen, dass ihr die auch mal in Gänze sehen könnt. So sehen sie aus. Auch hier wieder elastische Bänder, um eben auch Funkgerätkabel oder eben den Hörer fürs Funkgerät mit unterbringen zu können. Ihr habt hier einen höhenverstellbaren Brustgurt. Die Gurte selbst sind anatomisch geformt und auch hier wieder die neuen Verschlüsse von
Sneagle-Design, die übrigens von Duraflex kommen, die man hier auch schnell trennen kann zum Abwerfen. Hier im oberen Bereich hat man nochmal 2 Schnallen, die sind dafür gedacht, wenn der Rucksack am Plattenträger fixiert werden soll. Das heißt, dass auch diese Möglichkeit gäbe es. Lässt sich hier oben fixieren. Und hier unten hat man nochmal neben dem Mesh-Bereich 2 Schlaufen, wo man auch nochmal Gegenstände sichern kann oder den Rucksack gegen was anderes kontern. Auf in den Innenbereich, denn da glänzt der Pack in seiner ganzen Vielfalt. Fangen wir mal oben an mit dem vorderen Frontfach. Das lässt sich hier einmal aufklappen. Dann habt ihr hier in dem Bereich hier auf der Innenseite vollflächig ein Meshfach, in das zum Beispiel Chest Seals hervorragend reinpassen von der Breite. Bei den Zippern alles YKK, überall Schrumpfschlauch und an den Enden hier diese großen Kordelstopper, sage ich mal. Die kann man sehr gut auch mit Handschuhen packen. Das ist wirklich gut durchdacht von Sneagle. Auf der Rückseite habt ihr dieses elastische Material, was wir euch schon bei der Elastic Mac Pouch vorgestellt haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch hier am Ende. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Sieht ziemlich instabil aus, ist aber höchst stabil. Hier im oberen Bereich von der Länge her passt maximal ein TQ rein. Oder eben halt kurze Bandagen oder eben andere Gegenstände, die in dieser Form sind. Aufgrund des elastischen Materials kann man da wirklich auch von der Dicke her ziemlich weit rausgehen. Da ist dann eigentlich wirklich nur die Flappe das Limit. Ich könnte hier wahrscheinlich sogar, ja, das geht auf jeden Fall, 2 Bandagen übereinander reinpacken und die Flappe würde auch noch zugehen. Also da habt ihr sehr viel Spielraum. Im unteren Bereich ist es genauso aufgebaut, nur dass hier natürlich das Fach ein bisschen größer ist. Da passen dann auch schon längere Gegenstände hinein. Und im Rückenbereich habe ich euch einmal hier auch mal, um zu sehen, dass der Rucksack nicht nur für Medics geeignet ist, ein paar Magazine reingepackt. Einmal typisches AR-Magazin. Da würden auch 2 hintereinander reinpassen, problemlos. Einmal AK und hier ungecleant G36. Passt also auch ohne weiteres in den Pack. Zusätzlich sind hier noch 2 Schlaufen vorhanden, mit denen ihr Gegenstände sichern könnt. Ab ins Hauptfach. Das geht auch mit 2 YKK-Reißverschlüssen, die sich komplett über die ganze Fläche öffnen lassen und somit im Clamshell-Design den Rucksack komplett öffnen lassen. So, jetzt müssen wir eins dazu sagen, hier ist jetzt Zubehör drin, was nicht im Lieferumfang enthalten ist, wichtig zu merken. Und zwar sind das hier diese beiden Paneele, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem einen Bereich an. Das wäre hier quasi die Vorderseite, die Flappenseite. Hier ist der Rückenbereich, hier ist der Frontbereich. Da habt ihr unten ein großes Meshfeld, wo ihr auch etwas dickere Gegenstände problemlos unterbringen könnt. Hier wäre auch ein Kabeldurchlass zu finden. Das heißt, gerade mit elektronischer Ausrüstung ließe sich hier ein Kabel nach innen verlegen. Und das geht hier auch nach außen. Das heißt, muss ich hier mal gucken, das geht hier, so jetzt kann man es gut sehen, das geht in die vordere Tasche, in die elastische Innentasche. Da kommt der Finger jetzt raus im Endeffekt. Also das heißt, ihr könntet als Beispiel, wenn hier die Powerbank im Innenbereich wäre, könntet ihr ein Kabel reinlegen und dann hier im Außenbereich in diesen Einschub euer Smartphone zum Beispiel reinpacken und das dann hier laden. Hättet das Smartphone im schnellen Zugriff, aber die Powerbank eben geschützt im Innenbereich. Das wäre im Endeffekt eine Möglichkeit, wie man damit arbeiten könnte. Dann habt ihr hier elastische Schlaufen. Da sei auf jeden Fall dazu gesagt, die gibt es in unterschiedlicher Breite. Einmal hier eine ganz breite Ausführung für zum Beispiel eine Schere und dann nochmal eine mittlere Breite und ganz schmale für eben Stifte oder Dekompressionsnadeln. Die sind sehr straff, also im Vergleich zu anderen Herstellern hat man hier ein extrem starkes Elastikband genommen. Also das hält hier sehr, sehr gut, sollte man auf jeden Fall auch mal wissen. Und dann habt ihr hinter diesem Bereich nochmal einen Einschub, der perfekt ist für flache Gegenstände.
Oben in der Mitte ist nochmal eine Aufhängung. Falls ihr das System hier mit einer Trinkblase nutzen wolltet, hättet ihr auch da die Möglichkeit gegeben. Damit der Pack seine Form auch hält, beziehungsweise die Flappen hier ihre Form halten, seht ihr, hier ist so ein Plastikeinsatz, den man auch rausnehmen kann, wenn man das nicht möchte, der den Pack hier immer in der Form hält. Und das ist auch relativ wichtig, wenn ich hier zum Beispiel mit diesen optionalen Inserts arbeite und die hier so hochklappe und die hier verspanne, dann hat man dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Struktur. Ich habe es gerade gesagt, optionale Inserts. Ihr seht hier umlaufend das Lochband von Sneedle Design. Das ist bei fast allen Produkten irgendwo im Einsatz. Und das hat den Vorteil, dass ich A natürlich hier entweder mit Shockward arbeiten kann oder B eben, wenn ich solche Module habe, hier die einbauen kann. Die werden dann hier, wie ihr sehen könnt, mit dem Mittelteil, ich nehme das jetzt einmal raus, damit ihr das mal seht, die werden hier einfach mit diesen Knöpfen eingehakt und können dann auch komplett entnommen werden. Und da ist natürlich das Schöne, ihr habt es jetzt gesehen, diese Sachen, diese Bereiche gibt es unten, die gibt es oben, die gibt es an den Seiten. Theoretisch könntet ihr den Rucksack jetzt so aufbauen, dass ihr rechts und links das habt und dann hier das Ganze so nach außen aufklappt und wirklich über die ganze Fläche arbeiten könnt. Oder ihr könnt das natürlich so bauen, dass ihr hier zur Seite ausklappt. Also da sind die Möglichkeiten in jede Richtung gegeben. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Gucken wir uns mal die Seite an. Das ist die tiefe Seite, also die Rückenseite. Ist ungefähr, ja, ich würde sagen, 8 bis 10 cm tief. Da sind jetzt aktuell 2 Mesh-Taschen von LBX drin. Die nehme ich jetzt einmal raus. Die sind nur als Füllung gedacht. Und dieser Bereich ist komplett plan. Da habe ich jetzt auch ein optionales Insert in Form eines Klettfeldes eingebaut. Und da habe ich es jetzt auch hier an der Seite fixiert. Das bedeutet, hier könnte ich es jetzt zum Beispiel zu der Seite rausklappen und dann könnte ich das Klettfeld hier beidseitig bestücken und hätte dann zum Beispiel gerade als Medic die Möglichkeit, das Ganze hier so zu bauen. Oder aber ich gehe her, habe hier auch wieder eine Aufhängung für eine Trinkblase, setze hier meine Trinkblase hinten dran und nehme dann das Klettfeld und sichere das hier auch über die komplette Fläche, vielleicht auch noch unten. Und dann habe ich hier ein Fach geschaffen mit dieser Trennwand, wo eben meine Trinkblase sauber untergebracht ist oder eben auch ein Funkgerät, was auch immer ich da vorhabe. Das ist eigentlich recht cool gelöst. Ja, das ist das eine optionale Insert. Das ist quasi Klett beidseitig, ganz, ganz simpel. Und das hier ist eigentlich für Medic-Bereich gedacht, aber ich sehe es definitiv auch als Insert für andere Dinge, auch wenn wir es jetzt mal mit Medic bestückt haben. Das hat auf der einen Seite 9 kleinere Einschübe, die man entweder verschließen kann oder eben auch offen tragen, wie man das hier sieht. Hier habe ich jetzt den Klett mal nach innen gelegt. Da kann ich jetzt einfach hier die Gegenstände entnehmen oder aber ich sichere sie mit der Klettlasche und die haben hier auch nochmal ein kleines Stück Folie aufgenäht, wo ich dann hier einen Papierstreifen einsetzen kann, wo ich dann den Inhalt markiere, als Beispiel, gerade im Medic-Bereich. Von der Größe her seht ihr schon, das ist hier ideal für Gase oder für noch mehr Gase oder für, was habe ich hier reingepackt, gleich mal schauen. Das sind, glaube ich, Handschuhe. Ja, Handschuhe passen hier super rein. Quicklot. Die Boa, die wir euch schon vorgestellt haben. Auch kleine Israelis passen hier problemlos rein. Und natürlich hier die elastischen Tourniquets wie die Slishman Pressure Wrap oder eben das SWAT Tourniquet und Rettungsdecken. Das wäre die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat man nochmal 4 große Einschübe und die sind auch überladbar massiv, wie ihr hier sehen könnt. Also da passen wirklich 15 bis 20 cm lange Gegenstände, entweder flach oder breit rein. 2 Tourniquets, die habe ich jetzt auch mal ohne den Streifen gesichert. Oder eben auch hier wieder Bandagen. Kann natürlich auch gerne flach sein. Und nochmal Chest Seals. Also wirklich auch ein sehr cooles Insert und wie ich schon gesagt habe, nicht nur für den Medic-Bereich effizient, sondern auch für alle, die gern ein bisschen Organisation in ihrem Pack haben, für den Bug-Out-Buschkraftbereich, um das Ganze zu organisieren.
Neben diesen Inserts gibt es noch ein Foto-Insert, ein großes, das man hier für den Rucksack nutzen kann. Das haben wir für den 30 Liter nicht, aber das wollen wir euch dann mal im Detail zeigen, wenn wir euch den Specialist Pack 40 vorstellen, denn da haben wir es dann auch da und dann gehen wir speziell nochmal auf dieses Thema ein. Zum Schluss noch ein Feature, was man hier im Rückenbereich finden kann. Und zwar habe ich hier auch nochmal rechts und links im unteren Bereich einen Kabeldurchlass, um eben hier auch nochmal, was weiß ich, wenn ich ein Funkgerät habe, damit arbeiten zu können. Ich finde es aber auch sehr praktisch, zum Beispiel, wenn ich hier mit einem Trinksystem arbeite, da kann ich den Schlauch auch direkt hier an der Stelle rausführen, dass er unter dem Arm rauskommt. Das bietet Camelback zum Beispiel auch bei einigen Systemen an und fand ich immer praktischer, als über die Schulter den Schlauch zu legen. Das wäre nochmal hier ein Zusatzfeature, das der Pack euch bietet. Das war unsere Vorstellung des Nigel Design 30 Liter Specialist Pack inklusive einigem Zubehör, das man dafür erwerben kann. Wir fanden den Pack sehr interessant, weil er eben einfach nochmal mehr Möglichkeiten bietet als die normalen Combat Packs, die das Nigel Design hat und eben auch von der Ausstattung her sehr modular genutzt werden kann. Er hat natürlich ein etwas höheres Grundgewicht. Das ist natürlich den vielen Features geschuldet, die man hier untergebracht hat. Von daher muss man natürlich überlegen, als Wanderrucksack für die Lightweight-Hiker ist er natürlich jetzt nicht der ideale Rucksack, aber für alle, die gerne Organisation haben und gerade speziell im EDC-Bereich sehen wir dafür eine Verwendung und militärisch sowieso, wenn eben einfach die Rolle vorgibt, dass man die Ausrüstung etwas organisierter tragen muss. Ihr bekommt den Sneagle Design Specialist Pack 30 Liter bei Recon Company inklusive allem Zubehör, was es davon gibt. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Tolles System, oder? Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Denkt immer daran, die Glocke zu klicken, zu liken, Abo dazulassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.